Lass es mit einem Gebet an. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, Lord, I want to thank you for this new day of life. Herr, ich will dir danken für diesen neuen Tag des Lebens. I want to thank you for these great topics that you're opening up to us Und ich will dir danken für diese großen Themen, die du uns eröffnest. and helping us to consider things that we have not considered before, Und dass du uns hilfst, Dinge zu betrachten, die wir zuvor nicht betrachtet haben. and that you are leading us closer to see this glorious light. Und dass du uns näher hinführst, dass wir dieses herrliche Licht sehen können. Please help us to make these things the topic of all our thoughts, Und bitte hilf, dass wir diese Dinge zum Thema all unserer Gedanken machen. and that we would not allow the things of this world to draw us away, Und dass wir nicht erlauben, dass die Dinge der Welt uns hinwegziehen. that the truth might be formed within us, Dass die Wahrheit in uns geformt werden kann. and that it might lead us to be like you. Und dass sie uns dahin führen möge, dass wir wie du werden. So as we study this topic this morning, Und wenn wir dieses Thema heute Morgen studieren, please open our minds and hearts bitte öffne unseren Verstand und unsere Herzen. and help us to receive that which you so badly need us to understand. Und hilf uns, dass wir das erhalten, was wir so dringend benötigen zu verstehen. And we ask this in the name of Jesus. Und wir bitten das im Namen Jesu. Amen. Amen. Okay, so let me just go to the notes Gehen wir zu den Notizen. and just continue on with this theme about the time of the end. Und wir fahren fort mit diesem Thema über die Zeit des Endes. Okay, so if we just begin by going to Revelation 13:3. Und fangen wir an, indem wir zu Offenbarung 13, Vers 3 gehen. It says, "And I saw one of his heads, as it were, wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast." So, this verse is marking the end of the time of trouble, right, to the beginning of the time of war. Also dieser Vers markiert das vom Ende der Zeit der Trübsal bis zum Anfang der Zeit des Krieges. Right, and in between that, there's a time of peace. Und Right? dazwischen gibt es eine Zeit des Friedens. Yes. Okay, and then when we go to say, and this one specifically speaking about the one that was causing the problem comes down, and then he comes back up again, right? Und da spricht jetzt spezifisch über den, der dieses Problem verursacht hat, der fällt und danach kommt er wieder auf. Okay, and when you go to Revelation 13:11, Gehen wir zu Offenbarung 13, Vers 11. it shows the same thing, but it's like opposite, Da zeigt es dasselbe, aber es ist umgekehrt. because it marks the time of peace by a beast rising, right? Das markiert die Zeit des Friedens, in dem ein Tier aufsteht. Right, and he's rising out the earth, Und right? dann kommt aus der Erde herauf. Okay, it says he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon, right? Der zwei Hörner wie ein Lamm und sprach wie ein Drache. So it's where this beast that comes up like a lamb ends, and then this dragon speaks again, right? Das heißt, wenn dieses Tier, was wie ein Lamm aufkommt, endet und dann spricht wieder der Drache. Okay, so it's this this time period of this one king, right? Und das ist diese Zeitspanne dieses einen Königs. Yes. Ja? Right. So, and I want to look at this morning because this beast comes up out of the earth. Und heute Right? Morgen will ich das anschauen, weil es sagt, dass dieses Tier aus der Erde kommt. Now, when you look at the beasts of Bible prophecy, what do they all have in common? Wenn man sich die Tiere der biblischen Prophetie anschaut, was haben sie alle gemeinsam?
What did you say, Mike? Unclean. Unrein. They're all unclean, that's for sure. But Just coming out of They are something. unclean. They are unclean which are here. well, that's what I'm saying. I'm sure that they're all unclean because there are all these beasts. But the point I'm making is that they're all empires. Also sie sind unrein, das stimmt. Aber der Punkt, den ich mache, sie sind alles Imperien oder Weltreiche. Right? And what I want us to see is that the United States is just typifying a world empire, Was right? ich euch sehen lassen möchte, ist, dass die USA nur ein Weltreich vorausschatten. Because we're in a time period now where this Gog and Magog has never been fulfilled, Wir right? sind in einer Zeitspanne, wo sich Gog und Magog noch nie erfüllt hat. Right? And Russia is typifying the whole world, right? Und Russland, das schattet die ganze Welt voraus. Right? And Russia is a nation that's made up of many nations, right? Und Russland ist eine Nation, die aus vielen Nationen besteht. United States is exactly the same, right? Die USA, das ist dasselbe. That's what we understand. United States and the this Russian Federation, they're both types of the same end time empire, Und right? das verstehen wir, dass die USA und auch die russische Föderation beides Typen sind für diese letzte Weltmacht. Okay, so when it says here, I beheld another beast coming up out of the earth, right? Es sagt, ich sah ein anderes Tier aus der Erde heraufkommen. Okay, now the earth and the sea, they both represent the same entity, right? Die Erde und das Meer stellen beide dieselbe Macht dar. And what I mean by that, they both represent this world, Was ich damit meine, ist, sie stellen beide diese Welt dar. right? The sea represents when the world is in turmoil, right? Das Meer stellt dar, wenn die Welt im Aufruhr ist. Okay, we just go to Jude. Gehen wir zu Judas. In verse 11, Vers 11 it says, Woe unto them, speaking about these false prophets, right? sagt, wehe denen, es spricht über die falschen Propheten. For they have gone in the way of Cain, and ran greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Korah. These are spots in your feasts of charity, when they feast with you, feeding themselves without fear. Clouds they are without water, carried about of winds. Trees whose fruit withereth, without fruit, twice dead, plucked up by the roots. Raging waves of the sea. What are they likened unto? Mit was werden sie verglichen? Raging waves, right? Mit wütenden oder tobenden Wellen. Okay, so, and if you just go to Jonah, Gehen wir zu Jona. in chapter 2, Jona, Kapitel 2. in fact, even just go to chapter 1 to begin with. Also gehen wir doch zuerst zu Kapitel 1. And if you go, verse 15. Gehen wir zu Vers 15. In fact, even just go to verse 14 even. Also, gehen, 4, sorry, excuse me. Verse 4 and then we'll go to verse also gehen wir zuerst zu Vers 4. It says, But the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Okay, and then if you go down to verse 15. Geht jetzt zu Vers 15. So they took up Jonah and cast him forth into the sea, and the sea ceased from her raging. Right, what was the sea doing? Was hat das Meer getan? It was in a rage, right? Es war in einem Toben. Okay, keep that thought in your mind, right? And Also then behalte das im Sinn. you come into chapter 2 where Jonah's in the belly of the dragon.
right? Und in Kapitel 2 kann man sehen, wie Jona im Bauch des Drachens ist. Okay, in verse 3, Vers 3. it says, For thou hast cast me into the deep, in the midst of the seas, and the floods compassed me about, all thy billows and thy waves passed over me. So what's happening to him? Was geschieht mit ihm? The waves are raging, right? Die Wellen toben. Okay, and just go to Psalm chapter 1. Geht zu Psalm 1. In fact, chapter 2 actually. Psalm 2. Das ist eigentlich Psalm 2. It says, Why do the heathen rage, and the people imagine a vain thing? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, Let us break their bands asunder and cast away their cords from us. Right? This is them seeking to persecute God's people. Right? Das ist, wenn sie jetzt danach trachten, Gottes Volk zu verfolgen. It's a time of trouble, Das ist right? eine Zeit der Trübsal. And it says they're raging, Er right? sagt, dass sie toben. So the point I'm making is when the sea and the waves are going, this is this time of trouble, right? Der Punkt ist, wenn im Meer diese Wellen toben, dann ist es eben eine Zeit der Trübsal. The world is likened unto the sea, Die right? Welt wird mit einem Meer verglichen. Revelation 13, Daniel 7, the four beasts come out of the sea, right? Auf 13 und Daniel 7, da kommen die Tiere aus dem Meer. Okay, but this beast in Revelation 13:11 comes out of the earth, Aber right? dieses Tier in Offenbarung 13, Vers 11 kommt aus der Erde heraus. Okay, and the earth represents the world, but it's in a time of peace, Und die right? Erde stellt die Welt dar, aber in einer Zeit des Friedens. Okay, and I want you to see that it represents the whole world. Ich Right. möchte euch zeigen, dass es die ganze Welt darstellt. Okay, if you go to Luke 19, Geht zu Lukas 19. and this, if you go to verse, go to verse 12, Und zu Vers 12, it's speaking about the second coming of Christ. da Right? spricht es über die Wiederkunft Christi. He said, therefore, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. Right? So when he returns, that's him coming. Right? Wenn er zurückkehrt, dann kommt er eben. In verse 17, Vers 17. and he said unto him, Well, thou good servant, because thou hast been faithful in a very little, have thou authority over 10 cities. What does he give him? Was gibt er ihm? Yes, the whole world, because where do we see these 10 cities? Die ganze Welt, weil wo sehen wir die 10 Städte? Ezekiel 30, it's Egypt, In right? Ezekiel 30, da spricht es über Ägypten. Right? So, and just go, let's look at that. Just go to Genesis 41. Und schauen wir uns das an, gehen wir noch zu 1. Mose 41. You'll see why I'm making this point as we go through this. Ihr werdet sehen, warum ich den Punkt mache, wenn wir da durchgehen. In Genesis 41, it says, 1. Mose 41. and this is when this is marking the end. This is where this prophecy comes true. Das markiert das Ende, wenn diese Prophezeiung dann stattfindet. In verse, let's just, okay, 41, verse 41. Lesen wir Vers 41. It says, And Pharaoh said unto Joseph, See, I have set thee over all the land of Egypt. How much of the land? Wie viel des Landes? All of it, right? Das Ganze. Okay, 10 cities, right? 10 Städte. And this is what I want you to see, because these are empires, right? Das will ich euch sehen lassen, weil das sind Weltreiche. Now in 1798, when the United States rose up,
was not an empire yet. Und Right? 1798, als die USA heraufkamen, da war sie noch kein Weltreich. Okay, he will become an empire when he speaks like a dragon, right? Weil er wird ein Weltreich werden, wenn er wie ein Drache spricht. So we know that these verses have to have a typical fulfillment first, Und right? deswegen wissen wir, dass diese Verse zuerst eine Erfüllung im Typus haben muss. The king of the north is an empire, Der right? König des Nordens ist ein Weltreich. It's a world empire, the whole world, Es right? ist ein Weltreich, es ist eben die ganze The Welt. whole world raging like the seas, Die right? ganze Welt wütet oder tobt wie das Meer. Right? Russia is not an empire, it's just typifying one, right? Und Russland ist kein Weltreich, sondern es schattet nur eins voraus. So when the United States comes up like a lamb and then speaks like a dragon, it's just typifying this world empire that's going to come about. It's going to begin when he speaks like a dragon, right? Und die USA, wenn sie wie ein Lamm aufkommt und wie ein Drache spricht, das schattet dann nur voraus dieses Weltreich und das fängt an, wenn er wie ein Drache spricht. Because right there the deadly wound is healed, right? Dort ist dann die tödliche Wunde geheilt. So when the deadly wound's healed, the woman is sitting again upon the whole world, right? Wenn die tödliche Wunde geheilt ist, dann sitzt die Frau wieder auf der ganzen Welt. So the world empire would begin here, Das right? Weltreich würde dann hier anfangen. Right. So when you get to the end, Wenn man dann zum Ende ankommt, these verses, Revelation 13:11, will be perfectly fulfilled. dann werden Right. sich diese Verse aus Offenbarung 13, Vers 11 vollkommen erfüllen. So when it says I heard another beast coming up out of the earth, it's not speaking about the United States, right? Also wenn es sagt, dass er ein anderes Tier aus der Erde heraufkommen sah, dann spricht es nicht über die USA. It's speaking about the whole world, Es right? spricht dann über die ganze Welt. The 10 cities that Joseph was given, the land, Die right? 10 Städte, die Josef gegeben wurden, das Land. Right? Because Abraham was promised 10, right? Weil Abraham wurden 10 verheißen. Why you look at me like that? Abraham was given 10, and 10 represents what? Und Abraham wurde 10 gegeben, was stellt 10? Yeah, it represents the whole world made new, right? Stellt die ganze Welt dar, die neu geschaffen Because wurde. it's a type of the second coming, Weil right? das ist ein Typus für die Wiederkunft. Everybody follow, Kann right? jeder folgen? Okay, and it's important we see that, right? Das ist wichtig, dass wir das sehen. Okay, and if you go to Revelation 17 and verse 8, Gehen wir zu Offenbarung 17 und Vers 8. A question to this, because we know also when the judgment comes, the nations, they are scattered, right? And so they're not in confederacy yes, anymore. what's your point? My point is, what do you mean with world empire in the sense? It's a world empire. It's an empire, but it's not controlled by the woman. The kings. Yes, but I mean, how would you join this together with the nations being scattered? Die Frage No, ist, I'm saying that in the time of, I'm saying that this represents the whole world here, the earth, right? The empire comes back together here, right? So the empire finishes there and comes back together there. But what I'm saying is, it's not the United States rising in a time of peace. It's the world. That's the point I'm making. die Frage ist, wenn das Gericht kommt, da werden die unter die Nationen zerstreut, dann ist es kein Weltreich mehr. Aber der Punkt, den Bruder Mark gemacht hat, ist, dass es hier eben nicht die USA ist, sondern das stellt einfach die Erde dar und sie kommt dann hier wieder, also die ganze Welt kommt hier wieder zu einem Weltreich zusammen. Right? Sonntagswelt. It says old world, new world, Es right? sagt alte Welt und neue Welt. Right? So you think that the United States is called the New World for no reason, right? Glaubt ihr, dass ohne Grund wird die USA also als die neue Welt bezeichnet? Okay, I'll just ask, why do we think that it was called the New World? Und warum denken wir, wurde es die neue Welt genannt? For what reason? Aus welchem Grund? Okay. No, because it's a type. Weil es Right, ein go Typus go ist. to Revelation 21. Gehen wir zur Offenbarung 21.
It seems we just want to contradict ourselves. And Es scheint, dass wir uns widersprechen würden. verse 4. Offenbarung 21, Vers 4. It says, And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make what? All things new. Alle Right. Dinge neu. It represents the new earth. That's what it's typifying, right? Die neue Erde da, das schattet es voraus. It's a type, Das right? ist ein Typus. Okay, so when you come to here, right, Wenn man hierhin dann kommt, are we going to be given a country all by itself in the earth? wird uns ein Land, ein ganzes Land gegeben auf dieser Erde. No, right? Nein. It will represent God's people who are all over the earth, right, being given their freedoms, right? Es stellt dar, wenn Gottes Volk, das überall auf der Welt ist, ihre Freiheit gegeben. Right, and they will have freedoms to travel anywhere in the earth and preach the gospel, Und sie right? werden dann Freiheit haben, überall auf der Erde zu reisen und das Evangelium zu predigen. And when the Jews entered in the land, what was their task to do? Und als die Juden in das Land eingingen, was war ihre Aufgabe zu tun? Okay, drive out the heathen with what? Die Heiden auszutreiben mit was? With a sword, Mit right? dem Schwert. So what's your task right here? Was ist dann hier deine Aufgabe? Yeah, to take this sword of the word of God, right, and drive out the enemies all over the world, right? Dass du eben das Wort, was das Schwert Gottes ist, nimmst und predigst und überall auf der Welt die Feinde vertreibst. Right? It's the type of the glorious land, right? Das ist ein Typus für das herrliche Land. Okay, I just want you to see this because United States is just a type, right? Das werde ich euch eben sehen lassen, weil die USA ist nur ein Typus. Okay, so anyway, in Revelation 17:8 it says, Offenbarung 17, Vers 8. The beast that thou sawest was, right, and is not, and shall ascend, right? Same illustration, right? Das ist dieselbe Darstellung. Okay, and the beast is this world empire, Und dieses Tier ist dieses Weltreich. right? So it's showing us this same illustration. And verse 10, Das zeigt uns dieselbe Darstellung. Gehen wir noch zu Vers 10. and there are 7 kings, 5 are fallen, one is, the other is not yet come, right? And the one is this one that rises out of the earth, right? Der eine, der ist, das ist derjenige, der aus der Erde heraufkommt. Okay, marking a time of peace. Das markiert eine Zeit des Friedens. Okay, so it's just speaking about this time period, the world, right? Er spricht einfach über diese Zeitspanne, wenn die Welt, Right, is this one is, right? wenn die Welt eben dieser eine ist, Okay, darstellt. and it's going to be at peace. Und es wird Frieden But then herrschen. this same world will then be at war, Aber right? dann wird dieselbe Welt, da wird Krieg herrschen. Right? It's just changing from one phase to another. Es wechselt einfach von einer Phase zur anderen. Okay, so go to Daniel 11, Gehen wir zu Daniel 11, verse 31. Vers 31. It says, And arms shall stand on his part, and they shall pollute the sanctuary of strength, and shall take away the daily, and they shall place the abomination that maketh desolate. Right? This is what's this marking? Was markiert das? 5-8 Sunday. The Sunday law, right? Das Sonntagsgesetz. So you have the abomination of desolation. Also man hat den Gräuel der Verwüstung, Set up, right? der aufgestellt ist. Okay, and then verse 32. Vers 32. And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries, but the people that do know their God shall be strong and do exploits. And they that understand among the people shall instruct many. Yet they shall fall by the sword,
and by flame, by captivity, and by spoil many days. Now when they shall fall, they shall be holpen with a little help, but many shall cleave to them with flatteries, and some of them of understanding shall fall to try them, and to purge, and to make them white, even to the time of the end, because it is yet for a time appointed. Right? Eine bestimmte Zeit. So, takes you to the time of the end, which is a time appointed. Right? Das führt dich zur Zeit des Endes, was eine bestimmte Zeit ist. Right? It's just the same thing. It's this time of trouble, right? Es ist einfach dasselbe, es ist eine Zeit der Trübsal. And it brings you to Daniel 11, verse 40. Das Right? bringt dich dann zu Daniel 11, Vers 40. Okay. And this verse, all those verses we read at the beginning, those 4 verses we were showing this time period, is just showing you exactly the same thing, right? Und all diese Verse, die wir am Anfang gelesen haben, wo man diese Zeitspanne sehen kann, das zeigt dir hier dasselbe. It says, because, and at the time of the end shall the king of the south push at him, right? Zur Zeit des Endes soll der König des Südens gegen ihn stoßen. Okay. So, you have right here the king of the south, right? Hier hat man den König des Südens, Pushing against the north, right? der stößt gegen den Norden. Okay. And then, right here, Und hier time of the end, ist die Zeit des Endes. king of the north retaliates, Da right? schlägt der König des Nordens zurück. In between that, you have this peace, right? Dazwischen hat man diesen Frieden. So you can see Daniel 11:40 is exactly the same as those other verses we read, right? Deswegen kann man sehen, Daniel 11, Vers 40 ist genauso wie diese anderen Verse, die wir gelesen haben. Okay, so and I just want to just expand on this because Daniel 11. So we've began here in Daniel 11, verse 31, right? Ich möchte das noch ausweiten, weil wir haben ja hier in Daniel 11, Vers 31 angefangen. And it takes you to Daniel 11, verse 40. Bringt dich zu Daniel 11, Vers 40. And then there's this time of peace, right? Dann gibt es die Zeit des Friedens. And Daniel 11, verse 40 continues, right? Dann fährt Daniel 11, Vers 40 fort. So Daniel 11, verse 40 is this key that divides the times of trouble, right? Also Daniel 11, Vers 40 ist der Schlüssel, der die Zeiten der Trübsal trennt. Okay, so go to Matthew 24. Gehen wir zu Matthäus 24. Now, in the narrative here, where do we put Christ when he's speaking and why? In dieser Erzählung, wo setzen wir Christus hin, wenn er spricht und warum? Beginning of the time of peace. Right here, right? Hier am Anfang der Zeit des So Friedens. here is the Mount of Olives, Hier right? ist der Ölberg. Where Christ standing or sitting, right? Christus sitzt. It says, and Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. So, what has just taken place prophetically? Was hat gerade prophetisch gesehen stattgefunden? Gifverbot. Yeah, the deadly wound would have happened. But Die tödliche Wunde what's happened in this narrative? also wäre geschehen, aber was ist hier in dieser Erzählung passiert? Okay, Margaret, why are you saying that? Explain why you're He saying. was leaving the temple. He was going out. No, that's what you read there. But I'm talking. What does it mark? What does it mean? Das ist die What does it represent? Er verlässt den Tempel, aber was stellt das dar? Was Glory bedeutet es? left. Yeah, the glory leaves the temple. It's marking the destruction of the Jerusalem, Es right? markiert die Zerstörung von Jerusalem. Right. So we know that the destruction of Jerusalem takes place and is immediately followed by the deadly wound, Also wir right? The wissen, dass destruction of Babylon. die Zerstörung von Jerusalem stattfindet und sofort darauf gefolgt ist dann die Zerstörung von Babylon, das ist die tödliche Wunde. Okay. So Scott was not wrong when he said that, but I just want this is point to the destruction of Jerusalem, right? Also es ist nicht falsch, dass die tödliche Wunde da auch ist, aber hier markiert es die Zerstörung von Jerusalem. Because we're to take all these things and lay them
line upon line, and then you build up all the pieces, Weil right? wir müssen die Dinge nehmen und dann Linie auf Linie aufbauen und diese Stücke zusammen aufbauen. Okay, so when Christ sits on there, it's marking the point, the time of trouble is finished, right? Wenn Christus hier steht, dann markiert es diesen Punkt, dass die Zeit der Trübsal jetzt zu Ende ist. And now he's warning them about the time of trouble that's going to come, Und right? jetzt warnt er sie über die Zeit der Trübsal, die noch kommen wird. Right? So it says, and Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming, and the end of the world? Right? So, he's pointing forward, right? We're dealing with the Sunday law, he's pointing forward to this point, right? Wenn wir mit dem Sonntagsgesetz handeln, dann weist er vorwärts auf diesen Punkt. And we know that if you're taking the narrative and stretching it out, he's pointing forward to here, Und right? wir wissen, wenn man diese Erzählung nimmt und ausweitet, dann spricht er dort über diesen But we'll Punkt. come to that, right? Wir kommen da noch hin. So, the point is that it's just happened here. Because Life Sketches 411 says, when those great buildings in New York come down, Revelation 18, 1-3 will be fulfilled. Der Right? Punkt ist, dass es hier eben gerade stattgefunden hat, weil in LS 411 sagt, dass wenn diese großen Gebäude in New York runterkommen, wird sich Offenbarung 18, 1-3 erfüllen. That's marking this event, Das right? markiert dieses Ereignis. King of the South comes against the King of the North, and at the same time, Christ comes with all the fowls of heaven and punishes them, right? Der König des Südens kommt gegen König des Nordens und zur selben Zeit kommt Christus mit all den Vögeln des Himmels und bestraft sie. Right? The Richtig? destruction of Babylon, Zerstörung von Babylon. right? So the deadly wound, right? Die tödliche Wunde. It's right here, deadly wound. Tödliche Wunde. And then you have wound healed. Und hier hat man die Wunde geheilt. Okay, so the point I was making is the United States as a type finishes here, right? Der Punkt, den ich gemacht habe, die USA ist ein Typus und das hört hier auf. There's no more United States as we know it when you get to this point, Und wenn man zu dem Punkt ankommt, dann gibt es nicht mehr die USA, wie wir es kennen. right? And then it'll begin again. Five are fallen, one is, right? Dann fängt es wieder an und dann hier sind 5 gefallen, einer ist. Right? And that one is will be this earthly kingdom, right? And it'll be at peace. Und der eine, der ist, das ist dann dieses irdische Königreich und es wird im Frieden sein. Right? So, okay, so Christ, right? You've got this Babylon being punished here, and it's your focal point. You point them, say, see this that just happened here. That's going to happen in the future, right? Und wenn hier sie bestraft werden, dann ist das dein Punkt, auf den du zurückweist und du sagst, schaut, was hier passiert ist, das wird dann auch wieder passieren. Okay, because this is what you'll be doing. You'll be going forward and pointing back to all this and pointing forward to what's coming, right? Weil das wirst du machen. Wenn du hier vorwärts gehst, weißt du dann auf all das hier zurück und du weißt vorwärts auf das, was noch kommen wird. Okay, so, and then Christ in verse 15, Vers 15. he says, when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet. Now, where did we see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet? Wo haben wir den Groll der Verwüstung gesehen, der von dem Propheten Daniel geredet wurde? Right here, right? Hier, in Daniel 11, Vers But 31. Christ is standing here and he's pointing forward to here, right? Das, was In steht one sense, hier und in gewissem Sinne weist er hierauf vorwärts. right?
because it is just repeating, right? Weil es wiederholt sich einfach. So you can see as you bring these things together, it's already shown us that Daniel 11:31 is illustrating both Sunday laws, right? Wenn man das zusammenbringt, dann kann man sehen, dass Daniel 11, Vers 31 beide Sonntagsgesetze darstellt. Okay. Okay, so what it will teach us about this this illustration at the moment, there's going to be a deadly wound and a time of peace, but after that time of peace it will reassert itself, right? Und das lehrt uns, dass hier am Anfang der Zeit des Friedens also diese tödliche Wunde ist und dann nach der Zeit des Friedens wird sich wieder erholen, sozusagen. Okay, so go to Daniel 11:41. Gehen wir zu Daniel 11 und Vers 41. Because we're here, right? Daniel 11:40, right? Hier sind wir nämlich, Daniel 11, Vers 40. And it says that the king of the north shall come against him like a whirlwind with chariots, with horsemen, many ships. And he shall enter into the countries and shall overflow and pass over. Wir haben den zweiten Teil von Daniel 11, Vers 40 nochmal gelesen. Right, so the question I've asked is to try and understand these verses. Who are these countries that he's entering into? Und die Frage ist eben, wie können wir diesen Vers oder diese Verse verstehen, wo es sagt, also ja, diese Länder, wer sind diese Länder, in denen er eintritt? Okay, and that's what we have to understand, because when you go to verse 41, Das müssen wir verstehen, weil gehen wir zu Vers 41. it says, he shall enter also into the glorious land. Er wird Right. auch in das herrliche Land eintreten. Right, now when you're here, right, Wenn er hier ist, what's the glorious land he's entering into? was ist das herrliche Land, in das er eintritt? The United States, because it's the type being fulfilled, right? Die USA, weil dort ist es der Typus, der erfüllt wird. United States gets conquered, right, because rises up out of the earth like a lamb, speaks like a dragon, Die right? USA wird besiegt, weil er kommt dann aus der Erde wie ein Lamm und hier spricht er wie ein Drache. Sixth kingdom set up, right? Das 6. Königreich ist aufgerichtet. Right? Richtig. And now it's a world empire, and it's going to be a world empire all the way to the end of the world, Und right? dann ist es ein Weltreich und es wird bis zum Ende der Welt ein Weltreich bleiben. Because you have the head, Und man hat den Kopf, then you have the body, den Körper, then you have the waist, und die Hüften and then the legs and feet, right? Dann hat man die Beine und die Füße. Gold, silver, bronze, iron, right? Gold, Silber, Bronze und Eisen. It's an empire, Das right? ist ein Weltreich. Right? It's an empire all the way. Now I don't particularly understand who's going to be exactly ruling there, but it's a time of peace. That's what it's illustrated, right? Also ich weiß nicht, wer dann hier besonders herrschen wird, aber es stellt eben eine Zeit des Friedens dar. Okay. It says in Daniel and also in Genesis 41, it's God's people that are going to be ruling there, right? Es sagt in Daniel und auch in 1. Mose 41, dass es Gottes Volk ist, die dort herrschen Okay, werden. but there will be still a civil government ruling, right? Dort wird es immer noch eine zivile Regierung geben, die dort herrscht. Because they are now the woman sitting on the might of the king. Say that again. God's people will be the woman sitting on the might. Okay, yes, and in that sense, they will be ruled by the gospel truth, right? Also in dem Sinne ist Gottes Volk diese Frau, die auf den Verstand der Könige sitzt, weil sie werden jetzt beherrscht werden durch die Wahrheit des Evangeliums. Okay, Nebuchadnezzar for 7 years is this
rain is falling upon him, right? Auf Nebukadnezar fällt dieser Regen für diese 7 Jahre. Okay, it's this gospel message, Das right? ist diese Evangeliumsbotschaft. Okay, so and we're just going through, we're just piecing pieces together, right, so that we can understand this. Da jetzt einfach durch und fügen eben diese Teile zusammen. So therefore, when you come back to your Daniel 11:40, he enters into the countries. Then in verse 41, Also in Daniel Vers 40, dann tritt er in die Länder ein und in Vers 41. it says, "He shall enter also into the glorious land." And my question is, I also try to work it. Why does it say also? Warum sagt es dann hier auch, dass er auch in das herrliche Land? Right? This is what bugs me, right? And I'm not going to do any. Oh, would you maybe just remove this also, and then it will make sense, right? Das werde ich nicht irgendwie machen, dass ich dieses auch wegnehme und dann macht es Sinn. Because it says, "He shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown." Right? It's the whole world, Und das right? ist die ganze Welt. And because the glorious land is the earth made new, Weil das herrliche Land ist die Erde, die neu geschaffen right? ist. So because we've been looking at this, when they come out of Egypt, right? It's representing 12, Wir right? haben uns das angeschaut, wenn sie aus Ägypten herauskommen, dann stellt es 12 dar. And they're given the whole world, Ihnen right? wird die ganze Welt gegeben. Represented by 10. This is what it represents, right? Dargestellt durch 10. Das bedeutet das ja. Therefore, when he enters into the glorious land, he's entering into this earth made new, stealing it back for himself, right? Deswegen, wenn er in das herrliche Land eintritt, dann tritt er in diese neue Erde sozusagen ein und stiehlt es wieder für sich. Right? Because we see that in this illustration here, Russia, 10, is coming to steal the glorious land, right? Das können wir auch in dieser Darstellung sehen, dass Russland, dargestellt durch 10, kommt und das herrliche Land stiehlt. They want to force you to unite with them, right? Sie wollen dich zwingen, dass du dich ihnen anschließt. Okay, my question or my thoughts is, how does it look physically? Und meine Frage, meine Gedanken ist eben, wie sieht das dann physisch, buchstäblich It's not aus? speaking about the United States, it's speaking about the whole world. God's people will be all over the world, Ich right? spreche ja nicht über die USA, sondern über die ganze Welt und Gottes Volk wird ja überall auf der Welt sein. Okay, because the United States is part of those 10, right, that are going to be trying to take away from God's people, right? Weil die What they've been given. USA ist ja Teil der 10 und die werden versuchen, das wieder wegzunehmen von Gottes Volk, was ihnen gegeben wurde. Okay, so I'm just throwing some thoughts because these verses were part of this, well, the beginning of this movement, right? Also ich werfe ein paar Gedanken hinaus, weil das sind ja Teile, also diese Verse sind Teile, wie diese Bewegung angefangen hat. Right, and they used to teach 9/11/40 was the time of the end, but verse 41 was the Sunday law, but that's not correct. Und sie haben gelehrt, dass Daniel 11, Vers 40 die Zeit des Endes ist und Vers 41 ist dann das Sonntagsgesetz, aber das ist nicht wahr. So you can see that the time of the end is a period of time, and it marks on one point the end of the Sunday law, and the second point the beginning of the Sunday law. Man kann Right? sehen, die Zeit des Endes ist eine Zeitspanne und das markiert zuerst das Ende des Sonntagsgesetzes, aber auch den Anfang. Okay, so verse 41 is just from verse 41 to 45 are the things that are taking place in this time of trouble, Also right? Vers 41 bis 45 markieren diese Dinge, die dann in dieser Zeit der Trübsal stattfinden. And it's a parallel to what happened from Daniel 11:31 to verse 40, Und das ist right? eine Parallele zu dem, was geschehen ist in den Versen Daniel 11, Vers 31 bis 40. Because it should take us to the end again. So what should be here? Das soll uns zum Ende bringen, deswegen was sollte dann hier sein? Yeah, 40. What? Yeah, it's the time of the end, Die right? Zeit des Endes. Which would be Daniel 11:40, Das wäre Daniel 11, Vers 40. where the king of the south is going to push against the king of the north, Wo der right? König des Südens gegen den König des Nordens stoßen wird. Right? Christ is there
points you to the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, right? Das ist es hier und er weist dich vorwärts auf den Groll der Verwüstung, der von Daniel geredet Which wird. is Daniel 11:31. Was Daniel Vers 31 Speaks ist. about 1260 leading you down to the time of the end, Spricht right? über 1260 und führt dich zur Zeit des Endes hin. Right? We'll look at that in a moment, Wir right? schauen uns das gleich nochmal an. Okay. So, and okay, just let's read through the verse 42. Lesen wir ab Vers 42. And he shall stretch forth his hand also upon the country. Okay, we'll go back to verse 41, excuse me. Geht nochmal zu Vers 41. He shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown. But these shall escape out of his hand, even Edom and Moab and the chief of the children of Ammon. Right? So, I have a suspicion that these verses are not chronological, they're repeating. They're like going on top of it, they're giving you more information as you go down, right? Also ich habe eine Vermutung, dass diese Verse nicht chronologisch sind, sondern sie wiederholen sich. Sie geben einfach noch mehr Informationen über dasselbe je weiter. I think verse 41 is just more information on the second part of verse 40, Also ich right? glaube, Vers 41 ist noch mehr Information über den zweiten Teil von Vers 40. You'll see in a moment, because here, Edom, Moab and Ammon escape, right? Weil, ihr werdet das gleich sehen, hier steht nämlich, dass Edom, Moab und Ammon entrinnen. So, because in verse 40, if you go back to verse 40, Geht nochmal zurück zu Vers 40. it says, and he shall enter into the countries and shall overflow and pass over, right? Also er wird in die Länder eintreten und überfließen und hinübergehen. How many countries is he going to enter into? Und wie viele Länder wird er eintreten? All, right? Alle. So when you come to verse 41, Wenn man zu Vers 41 geht, it's like it's giving you more information, right? gibt er noch mehr Informationen. And he shall enter also into the glorious land, right? So there's something that God's people are going to be given that it's like they're going to be taken away, right? Das ist etwas, was Gottes Volk gegeben werden wird und hier wird es ihnen dann wieder weggenommen. Because what I would understand is that the glorious land is all those countries, because it says, and many countries shall be overthrown, Wie ich right? das verstehe, ist, dass das herrliche Land diese vielen Länder sind, die dann umgestürzt werden. And then it says, but these shall escape out of his hand, even Edom, Moab, and the chief of the children of Ammon. This takes you to the end, Und das Right. bringt dich dann zum Ende. right? It's just my thought. Because then when you go to verse 42, Das ist nur mein Gedanke, weil wenn wir zu Vers 42 gehen, is again more information, right? gibt es uns wieder mehr Informationen. Because he shall stretch forth his hand also. Why also, right? Warum auch? Upon the countries, right? And then it now explains who these countries represent. Jetzt erklärt es, was diese Länder darstellt. And the land of Egypt shall not escape. So it's the earth, it's Egypt, it's these 10 cities, Es right? ist diese Erde, es ist Ägypten, diese 10 Städte. Okay, now he tells us when he takes all those countries, what he's also going to control, Und right? jetzt sagt er uns, wenn er diese Länder einnimmt, was er auch kontrollieren wird. But he shall have power over the treasures of gold and of silver and over all the precious things of Egypt, and the Libyans and Ethiopians shall be at his steps. Right? So when he enters into the glorious land, he's going to control all the finances of the world. Right? Also wenn er in das herrliche Land eintritt, dann wird er alle Finanzen der ganzen Welt kontrollieren. And all the armies of the world. Und auch die ganzen Armeen der Welt. Right? He will control of them all. Right? Er wird sie alle kontrollieren. So who controls the finances and the military, or the finance and the militaries? Und wer kontrolliert die Finanzen und das Militär? Yes, governments, right? Die Regierungen. So every government, right, is going to be, they'll be of one mind, right? Jede Regierung wird eines Sinnes sein. Okay, right. But then in verse 44, Jetzt Vers 44. but tidings out of the east and of the north shall trouble him. So what are God's people doing right here? Was tut Gottes Volk hier? It says the nations are held in check so as not to prevent the work
of the third angel, Es right? sagt, die Nationen werden hier in Schach gehalten, um nicht das Werk des dritten Engels zu behindern. Okay, so God's people, right, are immediately, that's what we read. If you just go back to Daniel 11 and verse 33. Gehen wir nochmal zurück zu Daniel 11, Vers 33 Or even 32. oder doch Vers 32. It says, "And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries," deception, right? Das ist eben Verführung. "But the people that do know their God shall be strong and do exploits, and they that understand among the people shall instruct many." What are they instructing them in? Worin unterweisen sie sie? The message of the east and the north, right? In den Tidings. Botschaften, ja, diese Botschaften von Osten und Norden. Okay, so go back to verse 44. Gehen wir zurück zu Vers 44. So, but tidings out of the east and north shall trouble him, right? Werden ihn beunruhigen. Okay, and where does the troubling, or should I say, where does he first hear about this? Wo hört er zuerst darüber? It's here, right? Es ist ja hier. Because this is where they come and complain, say they will not bow down, right? Weil dort kommen sie und beschweren sich und sagen, sie wollen nicht sich niederbeugen. Okay, and they begin trying to enforce the death decree, Dann right? versuchen sie das Todesdekret zu erzwingen. Because it says, "But tidings out of the east and north shall trouble him, therefore he shall go forth with great fury to destroy and to utterly to make away many." What will he go forth with? Mit was wird er vorwärts gehen? Great fury, right? Großen Zorn. And we've looked at this in Daniel, right? The fury increases, right? At each step. Wir haben uns das in Daniel angeschaut, dass dieser Zorn an jedem Schritt zunimmt. Okay? So it begins to enforce the death decree because of this message, right? Fängt jetzt an, das Todesdekret zu erzwingen wegen dieser Botschaft. Okay? It says, okay, so, and then verse 45. Vers 45. And it says, "And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain." Now, this is another subject of Bible prophecy, right? Das ist ein anderes Thema der biblischen Prophetie. You've got the glorious land, and then it's followed by the glorious holy mountain, right? Man hat das herrliche Land und das ist gefolgt von dem herrlichen, heiligen Berg. What's the glorious holy mountain? Was ist der herrliche, heilige Berg? To all the It- nations strong. You've been going. It's just the answer is Jerusalem. That's the answer, right? Wird das Jerusalem. Right. Yes. So, what do we have here in these 5 verses? We have a land and Jerusalem, right? Wir haben hier in diesen Versen ein Land und Jerusalem. Why is that important? Warum ist das wichtig? Ukraine and Kiev. Yes, because of Ukraine and Kiev, Wegen right? Ukraine und Kiew. Okay, so they enter into the land, but their sole intent is to take the glorious holy mountain, right? Also sie treten in das Land ein, aber ihr ganzer Zweck, ihre ganze Absicht ist, diesen herrlichen, heiligen Berg einzunehmen. Right? Richtig? Okay, that's what they always want to do. They always want to take Jerusalem. That's what the types are showing us, Das right? wollen sie immer tun, das zeigen uns die Typen. Sie wollen immer Jerusalem einnehmen. Okay, so where would you mark this? Because he's already put the death decree in place. Wo würden wir das dann markieren? Weil er hat ja schon das Todesdekret eingesetzt. So where would you put verse 45? Wo wäre dann Vers 45? Right, exactly, the 7th place, Die right? 7. Plage. So Mark now, he comes up here and he surrounds Jerusalem, right? Das ist markiert dann hier, wenn er heraufkommt und Jerusalem umlagert. But it says, "He shall plant the tabernacle of his palace between the seas in the glorious holy mountain, yet he shall come to his end." Right, and this is what's prophesied. See how he comes to his end in Ezekiel 38 and 39, right? Er kommt zu seinem Ende und das kann man sehen, was prophezeit ist in Hesekiel 38 und 39. So we know that when Putin, the king of the north, comes to Jerusalem, that's where he's going to meet his end.
Wir right? wissen, dass wenn Putin, der König des Nordens, zu Jerusalem kommt, dort, Would be Kiev, right? und das wäre Kiew, und dort wird er dann zu seinem Ende kommen. It says, he shall come to his end and none shall help him, right? Niemand wird ihm helfen. We follow that, right? Könnte jeder dem folgen? Okay, now just go to Isaiah 11, Gehen wir jetzt zu Jesaja 11. because in relation to something that we read there in those verses. Das ist in Bezug auf etwas, was wir in diesen Versen lesen konnten. Because it begins, verse 9. Es fängt in Vers 9 an. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain. But this is speaking about those that are delivered, those that are the true people, right? Spricht über diejenigen, die befreit wurden, die das wahre Volk sind. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain. For the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. Right? That's Ezekiel 47, right? Das ist Hesekiel 47. Right, this holy temple, the waters come out of it, and where do they go? Dieser heilige Tempel, die Wasser kommen daraus raus und Down wohin to gehen the sie? sea, right? In das Meer. Okay, and it's the knowledge of the Lord, it says, right? Und es sagt, das ist die Erkenntnis des Herrn. And in that day there shall be a root of Jesse, which shall stand for an ensign of the people. To it shall the Gentiles seek, and his rest shall be glorious. And it shall come to pass in that day that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people, which shall be left from Assyria, and from Egypt, and from Pathros, and from Cush, and from Elam, from Shinar and Hamath, and from the islands of the sea. Speaking about the world, right? Spricht über die Welt. It's marking now how the two are going to bring in the 10, Es right? geht jetzt, wenn die 2 die 10 reinbringen. Okay. And he shall set up an ensign for the nations, and shall assemble the outcasts of Israel, and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth. The envy also of Ephraim shall depart, and the adversity of Judah shall be cut off. Ephraim shall not envy Judah, and Judah shall not vex Ephraim. But they shall fly upon the shoulders of the Philistines towards the west. They shall spoil them of the east together. They shall lay their hand upon Edom and Moab and the children of Ammon. What do we see? Was können wir sehen? This is Edom, Moab, and Ammon escaping, Das right? ist, wenn Edom, Moab und Ammon entrinnen. So it's talking about the remnant that's going to receive the truth in this Sunday law crisis, Man right? spricht über den Überrest, der dann die Wahrheit in dieser Sonntagsgesetzkrise erfährt. So at the end of the first Sunday law, when this great glory goes to the whole world, Edom, Moab, and Ammon will manifest themselves there, right? Also am Ende des ersten It's really talking about here, because the world, right? Also am Ende des ersten Sonntagsgesetzes, aber spricht dann vor allem hier über, wenn, wo es dann für die Welt ist, wenn diese Botschaft dann vorwärts geht. He said in the time of peace. It's marking the end when it's finished. I mean, we'll come to this in a minute. This is sort of technically a time of peace, but it's marking the end of the time of trouble. Okay, also am Ende der Zeit der Trübsal, dann markiert es, wenn Edom, Moab und die Kinder Ammons dann diese Wahrheit erhalten. That's when Edom, Moab, and Ammon are escaping. Ja, dort entrinnen eben Edom, Moab und Ammon. Okay, so here, where would they be escaping to? Und wohin würden sie entrinnen oder entkommen? Glorious mountains. Refuge to Zion. Okay, yeah, but that's totally out of the narrative that we're looking at here. What do you do, where do you escape to here? Wohin fliehst du hier? Oder entkommst du? Glorious land. To the mountains, In die Berge. right? You're fleeing to the mountains. That's what you're doing here, right? Fliehst zu den Bergen, das machst du ja hier. And for me, when it says Edom, Moab, and Ammon shall escape, it's showing us that these here are representing 144,000 or part of it. Und ich denke, dass Edom, Moab und Ammon, die entkommen, das stellt zumindest einen Teil der 144.000 dar. You see that? Könnt ihr das sehen? Okay, okay. So because it says, and the Lord shall utterly destroy the tongue of the Egyptian sea, and with his mighty wind shall he shake his hand over the river, and shall smite it in the seven streams, and make men go over dry shod.
And there shall be a highway for the remnant of his people, which shall be left from Assyria, like as it was to Israel in the day that he came up out of the land of Egypt. Right? Amen? Amen. So the Gentiles that are escaping, he's going to make a way for them to escape, right? He's going to hold the waters back, right? Die Heiden, die entkommen, für sie wird er einen Weg, einen Ausweg schaffen. Also er wird diese Wasser zurückhalten. Okay. Right here, the deliverance from Egypt, right? Das ist hier, wenn sie aus Ägypten befreit werden. Okay. So, but go to Joel chapter 2, Geht zu Joel 2. because we read that he's going to plant his tabernacles between the seas and the glorious holy mountain, Weil right? wir haben gelesen, dass er seine Zelte zwischen den Meeren in dem heiligen, herrlichen Berg aufstellen wird. Okay, Joel 2 verse 18. Joel 2, Vers 18. Then will the Lord be jealous for his land and pity his people. Yea, the Lord will answer and say unto his people, Behold, I will send you corn and wine and oil. This is the latter rain, right? Das ist der Spätregen. This is this city being filled with the glory, Das right? ist die Stadt, die mit der Herrlichkeit erfüllt wird. And ye shall be satisfied therewith, and I will no more make your reproach among the heathen. But I will remove far off from you the northern army, right? The northern army is getting smitten, Die right? Nordarmee wird geschlagen. And I will drive him into a land barren and desolate, with his face toward the east sea, and his hinder part towards the utmost sea, right? So, when you understand this, it's the East Sea and the West Sea, right? One, he's facing the East Sea and the West Sea, or the hinder sea is behind him. Also wenn man das versteht, dann hat er sein Angesicht zum Ostsee gerichtet und dieses hintere Meer ist eben hinter ihm. Okay, I'll just look this up. Das westliche Meer. Yeah, East and West, they're opposite Ah. each other. Also das westliche Meer ist hinter ihm. Right, but it's also called the hinder sea because it's behind, right? If you're facing east, it's behind you, right? Und es wird auch das hintere Meer genannt, weil das ist ja hinter dir, weil du bist gegen Osten gerichtet. Okay, I just looked it up. It means hinder sea or west sea, Also right? ich habe nachgeschaut, das bedeutet eben das hintere Meer oder das westliche Meer. Okay, because it's behind you. If you're facing the east, it's the west sea that's behind you, Weil right? es ist hinter dir, wenn du zu Osten schaust, dann ist Westen hinter dir. Okay, so the point is, when you just compare that with Daniel 11:45, Der Punkt ist, wenn wir das einfach mit Daniel 11, Vers 45 vergleichen, it says, "He shall plant the tabernacle of his palace between the seas." It must be these two seas, right? wird diese Zelte seines Palastes zwischen den Meeren aufstellen. Das muss also über diese zwei Meere sprechen. Okay. In the glorious holy mountain, and he shall come to his end. So he comes to his end right there when he comes up and surrounds Jerusalem, Er right? kommt ja zu seinem Ende genau dort, wenn er heraufkommt, um Jerusalem zu umlagern. Right? And it's the same thing he's saying here in verse 20. This is where he's going to remove the northern army, Das right? ist dasselbe, was er hier in Vers 20 sagt. Joel 2:20. Also in Joel 2, Vers 20, wenn er diese Nordarmee wegnehmen wird. Okay? And it says, his face is toward the east sea, and his back is facing towards the west sea, Er right? sagt, sein Gesicht ist zum Ostsee und das hintere von ihm ist zu diesem Westsee. So this East Sea and West Sea, they're obviously teaching us something about two powers of the world, right? Also das Ostsee und Westsee, das lehrt uns über diese zwei Mächte der Welt. Right? Now I don't claim to fully understand it, but you can see Joel 2:20 and Daniel 11:45, they're the same thing, Ich right? weiß nicht, wie man das vollkommen versteht, aber man kann auf jeden Fall sehen, dass Daniel 11, Vers 45 und Joel 2, Vers 20 dasselbe. They're both marking the point where this northern power is getting punished, right? Beides markiert den Punkt, wenn diese nördliche Macht bestraft wird. Right? See that? Richtig? Okay. Ich sehe. So now just go to this quote Gehen wir jetzt noch zu dem Zitat from 13 MR. von 13 MR. It says, "We have no time to lose. Troublous times are before us.
Where are the troublous times? Wo sind die trübseligen Zeiten? Before us. Right. Vor uns. Now, Sister White, we read it the other day, says, this time of trouble is not the time of trouble when the 7 last plagues shall be poured out, but a short while before. Und wir haben das gelesen von Ellen White, sie sagt, diese Zeit der Trübsal ist nicht die Zeit, wenn die 7 letzten Plagen ausgegossen werden, sondern eine kurze Zeit zuvor. Okay, this is exactly the same, right? Das ist genau dasselbe. She says, we have no time to lose. Troublous times are before us. She's talking about the time of trouble that's coming, right? Also trübselige Zeiten sind vor uns und sie spricht über die Zeit, die noch kommt. Yes, the 7 last plagues, Die right? 7 letzten Plagen. But then she says, the world is stirred with the spirit of war. So she's in this time of trouble that's not the 7 last plagues, Sie right? ist jetzt in einer Zeit der Trübsal, die nicht die 7 letzten Plagen sind. So, here, right? Also hier. Soon, the scenes of trouble spoken of in the prophecies will take place. Speaking about here, right? Also bald werden die Szenen in der Prophetie gesprochen sind, hier stattfinden. The prophecy in the 11th of Daniel has nearly reached its complete fulfillment, right? So this is 40 to 45, right? Das ist 40 bis 45. Because this is where he comes to his end, Da right? kommt er zu seinem Ende. Everybody follow? Kann jeder folgen? So the prophecy in the 11th of Daniel has nearly reached its complete fulfillment. Much of the history that has taken place in fulfillment of this prophecy will be repeated. Right? Wird sich wiederholen. So basically all these sequences in the book of Daniel chapter 11 will be repeated. Also Right? all diese Abfolgen im Buch Daniel 11 werden sich wiederholen. She just gives us an example. Sie gibt uns hier ein Beispiel. In the 30th verse, a power is spoken of that shall be grieved and return and have indignation against the holy covenant. So shall he do, he shall even return and have intelligence with them that forsake the holy covenant. Right? Now, if you just go to Daniel 11, just the last point we'll make, Gehen wir zu Daniel 11, das ist jetzt der letzte Punkt, den wir noch because machen, we're out of time. weil wir jetzt über der Zeit sind. We looked at this, and Lawrence actually made this point. Wir haben uns das angeschaut und Lorenz hat auch diesen Punkt gemacht. Sorry? Daniel 11. Wir gehen nochmal zu Daniel 11, Go to verse 29. geht zu Vers 29. Right, I think we can even go before that. Gleich noch ein Vers. Go to verse, verse 27. Gehen wir zu Vers 27. It says, and both these kings, king of the north, king of the south, Beide right? dieser Könige, König des Nordens und Süden. Both these kings' hearts shall be to do mischief, and they shall speak lies at one table, but it shall not prosper, for yet the end shall be at the time appointed. So the time appointed is the end, right? Also die bestimmte Zeit ist das Ende, Because they're both going to get punished by Christ. weil beide werden durch Christus bestraft werden. Then he shall return unto his land with great riches, and his heart shall be against the holy covenant, and he shall do exploits and return to his own land. At the time appointed he shall return and come toward the south, but it shall not be as the former or the latter, for the ships of Kittim shall come against him. That's him coming to his end, Und right? das ist, wenn zu seinem Ende kommt. Therefore he shall be grieved and return and have indignation. Okay, so this is this point where she quotes from here, right? Das ist dieser Punkt, von dem sie hier zitiert. So the ships of Kittim brings him to his end, Die right? Chaldea-Schiffe bringt ihn zu seinem Ende. Okay, but now he's brought to his end. It says, therefore he shall be grieved and return and have indignation against the holy covenant. And that's what she's speaking about here, right? Und er wird dann, er wird umkehren und Zorn haben und das spricht dann hierüber und darüber spricht auch ein Because she says the last verse of Daniel have nearly reached their complete fulfillment, Wie right? gesagt, die letzten Verse Daniels haben fast ihre vollständige Erfüllung erreicht. Right? Takes you to this verse, right? Bringt dich zu diesem Vers. Sorry, Mark, you lost me on that point. Then look at Scott. Look at the board and not pay attention. And you'll get the point I'm making. Look, I did look at the whole. I know where you're pointing to.
No, if you know what I'm pointing to, then you won't get lost, right? Daniel 11, 40 to 45, right? Daniel 11, Vers 40 bis 45. We'll just go to the quote again, right? It says, Gehen wir nochmal zum Zitat. "We have no time to lose. Troublous times are before us. The world is stirred with the spirit of war. Soon the scenes of trouble spoken of in the prophecies will take place." So she's speaking about here, Sie right? spricht dann darüber. Yes. Right. The prophecy in the 11th of Daniel has nearly reached its complete fulfillment. Much of the history that has taken place in fulfillment of this prophecy will be repeated. In the 30th verse, right, and that's what we were looking at here. So it's taking you to the 30th verse here, right? 30. Vers, das haben wir uns angeschaut, das bringt dich hierhin. But we're shown in the 30th verse, this will be read, right? It says, "The ships of Kittim shall come against him." Im 30. Vers steht, die Kitea-Schiffe werden gegen ihn kommen. That's the punishment at the end. Das ist die Bestrafung Which am is Ende, here, die hier ist and it's also here, und auch hier. right? So Lawrence made this point that in verse 30, although it's the ships of Kittim's marking the end, Also Lorenz hat den Punkt gemacht, dass in Vers 30, obwohl die Kitea-Schiffe das Ende markieren, okay, because he comes to his end, weil er zu seinem Ende kommt, therefore he shall be grieved and what? Return. Return, er wird right? zurückkehren. It's Daniel 11 verse 40, right? Das ist Daniel 11, Vers 40. So right here, comes to his end Kommt hier zu seinem Ende and he returns, und right? er kehrt zurück With an army, mit right? einer Armee. So when he comes to his end here, Wenn er dann hier zu seinem Ende where kommt, does he return? wo kehrt er dann zurück? There, right? Hier. So in this sense, now you have a king of the north, right? Also in dem Sinne hat man jetzt hier Zeit des Endes, Daniel 11, Vers 40, der König des Nordens. Right? Okay. So, and then she says, in the 30th verse, a power is spoken of that shall be grieved and return of an indignation against the holy covenant. So shall he do, he shall even return and have intelligence with them that forsake the holy covenant. Verses 31 to 36, which is the 1260. Verse Right? 31 bis 36, das ist die 1260. Hence, in Matthew 24, when it marks this period, Deswegen in Matthäus 24, wenn es diese Zeitspanne markiert, it's the Great Tribulation, the 1260. das Right? ist die große Trübsal, die 1260. Right? So it's real nice to see his point because it shows exactly the same thing, right? Das ist schön, dieser Punkt, weil es zeigt dir dann genau dasselbe. Okay. So, and it just finishes. It says, let all read and understand the prophecies of this book, for we are now entering upon the time of trouble spoken of in Daniel 12, 1 to 4. In Daniel 12, 1 to 4 is the time of the end. Daniel 12, 1 bis 4 ist die Zeit des Endes. And this is this point I was making the other day, right? Das ist der Punkt, den ich letztens gemacht habe. Because Daniel, in this illustration, would be standing right here, Weil right? Daniel in dieser Darstellung würde hier stehen. He's got the revelation, right? Er hat die Offenbarung erhalten. And he's just given them the last warning message before it comes to this point, right? Und er gibt ihnen die letzte Warnungsbotschaft, bis es zu dem Punkt kommt. Daniel 12:1. Daniel 12, Vers Michael's going to 1. stand up, right? Wenn Michael aufstehen wird. And he's asking all these questions, Und right? er fragt all diese Fragen. And it says, verse 4, Vers 4. "But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased." Then I, Daniel, looked, and behold, there stood other two, the one on this side of the bank of the river, and the other on that side of the bank of the river. That's him having this revelation, Das right? ist, wenn er die Offenbarung hat. He says, "And one said to the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, How long shall it be to the end of these wonders?" And Daniel 12, Vers 6. I heard the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and sware by him that liveth forever, that it shall be for a time
times and a half, when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be finished. Right? Now we have to look at this closer, because in one sense it's speaking about this, right? Wir müssen das genauer anschauen, weil in einem Sinne spricht es darüber. Okay, but we know we also have 1260 here, Weil right? wir wissen, dass wir auch hier 1260 So haben. but basically it's talking about when it comes to the end here, it's done, right? Also im Grunde spricht er darüber, wenn es hier zu seinem Ende kommt, dann ist es geschehen. Okay, but I think there's some things in Daniel 12 that we all need to understand a little bit better. Aber ich denke, da gibt es einige Dinge in Daniel 12, die wir besser verstehen müssen. Right, okay, that's enough for this morning, right? Das ist für heute Morgen genug. But I just want you to see how Daniel 11, right, you can, one sense, show it in a chronology, right, leading down to verse 45, Daniel 12:1, right? Also ich wollte euch nur sehen lassen, dass man Daniel 11, Vers 31 dann in einer Chronologie nehmen kann. Und das bitte ich dann zu Daniel 11, Vers 40 bis 45 und Daniel 12, 1. Right? Richtig? Just like Matthew 24, right? So wie Matthäus 24. But in another sense, they're all showing the same thing, right? Aber in einem anderen Sinne zeigen sie alle dasselbe. Right? Richtig? Okay, so as we more understand these things, the things will become clearer for us, right? Also je mehr wir diese Dinge verstehen, desto klarer wird es dann für uns And werden. also help us to understand this thing with Gog and Magog. Es wird Right? uns dann auch helfen, das mit Gog und Magog zu verstehen. Okay, anyway, let's close with Dann lasst uns mit Gebet abschließen. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, Lord, we thank you that we can study the book of Daniel Herr, wir danken dir, dass wir das Buch Daniel studieren können, and that you give us some more clarity. dass du uns ein bisschen mehr Klarheit gibst. With all new things, there come up new questions. Mit allen neuen Dingen kommen auch neue Fragen auf. And Lord, please help us to really dig deep into this book Herr, hilf uns, dass wir wirklich tief in diesem Buch graben and believe that you are able to explain these things to us, und glauben, dass du in der Lage bist, uns die Dinge zu erklären. and that once we really understand all these points, it will be so glorious. Und wenn wir einst all diese Dinge verstehen, dann wird es so herrlich sein. And we thank you for the promise to guide us into all truth. Wir danken dir für die Verheißung, dass du uns in alle Wahrheit führen wirst. And we thank you already for everything that you have shown us. Und wir danken dir auch für alles, was du uns bereits gezeigt hast. And help us to see and understand these repeating patterns. Bitte hilf uns, diese sich wiederholenden Muster zu sehen und zu verstehen. And may you help us to dwell upon these things today, throughout the day. Und mögest du uns helfen, über den Tag hinweg über diese Dinge nachzudenken. Thank you also that you made Daniel 11 verse 45 clearer. Und danke auch, dass du Daniel 11, Vers 45 klarer gemacht hast. These two seas. Diese zwei Meere. And Lord, please help us to understand all of it. Hilf uns, dass wir alles davon verstehen können. And we ask and pray in Jesus' name. Und wir bitten und beten in Jesu Namen. Amen. Amen.